Der Angriff. Der Sommer des Jahres 2023 brachte für das abgelegene peruanische Dorf San Antonio im Distrikt Alto Nanay, tief im Amazonasgebiet nordwestlich von Iquitos, eine Erfahrung, die vielen den Schlaf raubte und die Fantasie einer ganzen Region befeuerte. Inmitten dichter, vom Regen getränkter Wälder lag das kleine Dorf, dessen Bewohner, größtenteils indigene Iquitu, den Alltag mit Fischen, Jagen und Besuchen der Nachbardörfer bestritten. Es war eine Welt, alt und abgeschieden, ruhig im Rhythmus von Fluss und Regen. Doch Anfang August wurde diese Abgeschiedenheit jäh gestört, von Berichten über unheimliche Erscheinungen, Überfällen und schwer zu erklärenden Verletzungen. Alles begann, so sagen die Leute hier, mit seltsamen Lichtern am Nachthimmel. Die Luft war stickig, das Surren der Insekten allgegenwärtig, als die ersten Kinder davon berichteten, im Morgengrauen Kugeln aus kaltem Licht über dem Fluss gesehen zu haben. Einige Dorfbewohner hatten bemerkt, wie sich im Dunkeln Schatten zwischen den Palmen bewegten, größer und merkwürdiger als Tiere der Umgebung. Dann, in der Nacht des 1. Augusts, versetzte ein seltsamer Angriff das Dorf in Panik. Ich stand gerade in der Hütte, als ich einen lauten Schrei hörte, berichtet Rosa Torres, eine Mutter von 4 Kindern. Das Mädchen der Nachbarin kam, das Gesicht aufgerissen vor Angst. Sie sagte, etwas sei ihr zugekommen, es konnte fliegen und habe sie am Arm gepackt. Rosa rannte aus ihrer Hütte. Am Flussufer fand sie das Mädchen, das am Bein blutete, umgeben von ein paar aufgeregten Nachbarn. Sie sagte, es habe sich an ihrem Bein festgesaugt. Es war groß, ganz in Schwarz und bewegte sich lautlos wie der Nebel auf dem Wasser. Im Lauf weniger Nächte steigerte sich die Furcht. Immer mehr Menschen berichteten von Erscheinungen. Oft waren es 2 bis 3 Meter große Gestalten, völlig in dunkle Kleidung gehüllt, die sich wie von selbst über den sumpfigen Boden bewegten. Manchmal wurden sie als schwebend beschrieben, manchmal als sehr schnell laufend. Ein alter Mann, Rodrigo, schilderte: Sie kamen wie Schatten um Mitternacht. Wenn du ihnen in die Augen blickst, schimmert es wie Spiegel. Sie haben metallene Helme und schweben. Andere, wie der junge Fischer Jorge, sagten, sie hätten sogar einen Lichtstrahl gesehen, mit dem die Gestalten auf Kinder oder Tiere zielten. In einer der Nächte griffen die Dorfbewohner zu Macheten, Stöcken, Pfeil und Bogen. Sie versuchten, die Fremden zu stellen, doch jedes Mal, so erzählen sie, rasten die seltsamen Figuren mit einer Geschwindigkeit davon, die kein Mensch erreichen könne. Ich wollte angreifen, aber bevor mein Bruder schreien konnte, war das Wesen schon hinter den Bäumen verschwunden. Es schien zu fliegen, sagt Jorge, noch immer nach Worten suchend. Und Rosa Torres fügt zu, sie schien uns zu beobachten. Wir fühlten uns wie Vieh auf der Weide. Im ganzen Dorf machte sich eine Mischung aus Angst und Wut breit. Die Gemeindevorstehenden wandten sich schließlich an die Behörden in Iquitos, doch die Polizei zögerte, dem abgelegenen Ort einen Besuch abzustatten. Im Internet verbreitete sich das Gerücht von Los Pelacaras, den mythischen Gesichtshäutern Perus, legendären Kreaturen, die angeblich gekommen wären, um Gesichter zu stehlen, Organe zu entnehmen oder die Lebenskraft der Menschen auszusaugen. Alte und junge Frauen hängten Amulette an Türen, in den Nächten blieben die Kinder in den Hütten, Männer hielten abwechselnd Wache. Ein besonders dramatischer Moment ereignete sich Mitte August. Wieder wurde ein Kind angegriffen, diesmal ein 15-jähriges Mädchen namens Yolanda. Sie lag schlafend neben ihrer Großmutter, als eine Gestalt mit schwarzen Stiefeln das Fenster öffnete und sie zu greifen versuchte. Ich wachte auf, weil sie schrie, erzählte die Großmutter nachher. Ich sah nur noch einen Umriss, dann zog ich sie weg. Ihr Knöchel war später blutig, als hätten ihn scharfe Krallen gepackt. Auch ihr Hals war verletzt. Yolanda selbst, das Gesicht blass vor Angst, sprach von kalten Händen und einem Summen in der Luft. Ihre Verletzungen wurden von Ärzten als ungewöhnlich beschrieben und nicht wie typische Verletzungen von einer Machete oder einem Tierbiss. Die regionale Presse ergriff das Thema. Bald drängten Reporter, Polizisten und sogar ein Militäroffizier in das abgeschiedene San Antonio. In Interviews zeigte das Mädchen ihren verletzten Knöchel. Ein Arzt aus Iquitos bestätigte, dass die Wunde nicht von einer Machete, aber auch nicht tierisch aussehe. Die Polizisten versuchten, das Dorf zu beruhigen. Einige hielten es für Panik, ausgelöst von den alten Legenden. Andere sprachen von Drogenbanden oder illegalen Goldwäschern, die mit moderner Technik und Drohnen die Gegend erschreckten, um die Indigenen fernzuhalten.
Doch die Menschen im Dorf widersprachen diesen Zweifeln. Wir wissen, wie Goldsucher aussehen. Aber das, was wir sahen, ist anders. Sie sind nicht wie wir. Sie schimmern in der Nacht. Manchmal gehen sie einfach durch Bäume hindurch, behauptete der große, stämmige Carlos, ein Mitvierziger, der als Jäger Erfahrung mit den Tieren des Waldes hat. Sie hatten keine Angst vor uns und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Einige brachten Gegenstände mit, die angeblich von den Fremden verloren worden seien. Metallisch glänzende Ringe, kleine Kabel, ein Hauch von öligem Geruch an den Stellen, wo eine Gestalt gestanden haben soll. Vor allem am Flussufer wurden seltsame Fußspuren gefunden, tiefer als ein Mensch sie hätte hinterlassen können. Die Erzählungen der Einheimischen schwoll immer mehr an. Sie meinten, mindestens 7 Mal in 2 Wochen sei es zu Vorfällen gekommen, immer nachts, immer in der Nähe der Hütten von Familien mit Kindern. Die Gesichter der Zeugen erschienen eingefallen, von Schlafmangel und ständiger Anspannung gezeichnet. Die Augen suchten bei jedem Geräusch das Dunkle außerhalb des Feuerscheins ab. Als der Druck der Presse und Polizei wuchs, legte der Dorfälteste Roberto eine Versammlung ein, draußen auf dem zertrampelten Dorfplatz. Wir wollen keine Probleme, aber wir wollen Schutz. Was immer das ist, es hat unsere Kinder verletzt, sagte er mit fester Stimme. Die Polizei ließ in den Nächten darauf Patrouillenfahrten unternehmen, redete mit den Menschen und suchte die Gegend nach Spuren ab. Doch schon nach wenigen Tagen waren keine seltsamen Besucher mehr zu sehen, keine neuen Verletzungen an Kindern, keine Lichter über den Baumwipfeln. Einige Beamten notierten Hinweise auf Rauschgifthandel, andere sprachen von gezielten Einschüchterungen fremder Gruppen auf Auftrag illegaler Goldwäscher, doch offene Beweise gab es keine. Die Lichter verschwanden so plötzlich, wie sie gekommen waren. Zurück blieb ein Dorf, das noch viele Wochen unter Spannung lebte. Die Kinder schliefen nun wieder zusammen mit den Eltern. Nachts fand man kaum jemand draußen am Fluss. Die Gespräche drehten sich nur noch selten um die Gestalten, aber die Ältesten sagten, das Dorf werde sich so leicht nicht mehr beruhigen. Die Geschichten würden bleiben, vielleicht für immer, als ein dunkles Kapitel im langen Band der Legenden des Amazonas. Manche glauben heute noch, dass jene Nachtbesucher keineswegs Goldsucher oder Banditen waren, sondern Wesen von woanders, aus einer Welt, die nicht mit menschlicher Logik erklärt werden kann. Yolanda, mittlerweile wieder am Fluss spielend, sagt leise, ich träume manchmal noch von der Gestalt. Sie hat mich angeschaut. Ich glaube, sie wollte nicht, dass wir sie sehen. Und während die Reporter längst weitergezogen und das Dorf langsam in seinen Alltag zurückgefällt, bleibt im Amazonas-Regenwald eine Unsicherheit, gegen die selbst jahrhundertealte Legenden keinen Trost bieten. So erzählt der Wald von San Antonio noch lange nach den Nächten von 2023 von leuchtenden Schatten, die kommen, wenn der Wind sich dreht, und von der Hoffnung, dass sie eines Tages am Dorf wieder vorbeiziehen, ohne Spuren zu hinterlassen.